Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ich sitze hier in meinem Tesla Model Y und ich stelle euch heute in diesem Video ein Feature vor, worauf viele warten. Warum? Ganz einfach, es gibt da draußen viele User. Mein Kumpel Rocco zum Beispiel, der nutzt YouTube Music. Der kann das aber zum Beispiel im Tesla gar nicht anwenden. Das heißt, entweder er nimmt Spotify oder er muss über sein Handy irgendwie streamen oder so. Das ist blöd, das ist einfach blöd. Genauso sieht es aus mit Amazon Audible. Und ich zeige euch jetzt eine Lösung. Ich gucke gerade schon drauf, die es, glaube ich, in Europa oder auf der Welt noch nicht so gibt. Und zwar, dass ihr Apple CarPlay nutzen könnt. Ich schwenke einfach mal hin, bevor ich hier lange rumsappel. Und zwar zeige ich in diesem Video, wie ihr das alles nutzen könnt, wie ihr zum Beispiel auch Google Maps nutzen könnt. Alles Mögliche dabei, verschiedene Lade-Apps sind auch dabei. Ich habe jetzt hier Spotify zum Beispiel mit am Start. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier zurückgehen, sehen wir im Prinzip alles, was ich in meiner Playlist drin habe. Und wie das funktioniert, habe ich euch hier unten schon mal aufgebaut. Alles. Wir sprechen im Detail dazu. Was müsst ihr beachten? Wo könnt ihr das kaufen? Und wie funktioniert es? Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Gestern war eines der häufigsten Fragen: André, was machst du? Und B, wie kriegst du das hin? Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Im Prinzip fangen wir mal ganz von vorne an. Ihr müsst wirklich gut zuhören, weil es ist auch noch ein bisschen kompliziert. Das heißt, Technik-Nerds werden vielleicht nicht so die Probleme haben wie jetzt jemand, der kompletter Laie ist in dem Thema. Von daher fange ich mal vorne an. Was brauchen wir dafür? Ich habe es euch schon mal zurechtgelegt. Wir brauchen als allererstes Carlink-Kit. Mittlerweile, ich sage euch, wie es ist, habe ich mit den Entwicklern, die habe ich auf WhatsApp. Also die von Carlink-Kit habe ich auf WhatsApp, das ist krank. Und zwar war ich nicht im regen Austausch und wir haben noch die Software-Bugs aus dem März und so weiter, die es gab. Carlink-Kit ist führend, gerade was so Android Auto angeht und ja, Apple CarPlay. Wir haben das jetzt auf die Beine gestellt, das funktioniert auch. Das Kit zeige ich euch klar nachher alles, wie man es installiert. Ihr braucht als zweite Option eine SIM-Karte. Ich habe jetzt eine von ID genommen. Das heißt, ihr braucht nur eine Daten-SIM-Karte, die dafür zuständig ist, dass im Prinzip ihr diesen Bildschirm habt. Das heißt, das von eurem Handy wird hier übertragen. Dafür wird das Datenvolumen genutzt. Nicht um zum Beispiel Spotify oder Music im Hintergrund zu laden. Das passiert über euer Handy. Aber um die Konnektion hinzubekommen, müsst ihr unbedingt auch eine Daten-SIM-Karte haben. Ich habe mir jetzt eine von ID geholt. Hat jetzt 4,99 € gekostet. Ist jetzt nicht die Welt. Und ihr braucht natürlich euer iPhone. Warum iPhone? Warum geht jetzt zum Beispiel nicht Android Auto? Ganz einfach, das kommt später. Das wird Anfang 2023 höchstwahrscheinlich auf den Markt kommen. Ich kann euch da gerne auch so auf dem Laufenden halten. Aktuell, dieses Kit hier geht nur mit Apple-Geräten. Neuere Apple-Geräte, ich glaube ab iPhone 6 und so weiter. Dann habt ihr im Prinzip hier die Möglichkeit, das so zu haben. Also es ist wirklich ein geiles Feature. Ich weiß nicht, ob es sowas in Europa überhaupt schon mal gibt. Viele Leute fragen danach, weil jetzt kann man auch entspannt mal Audible benutzen oder auch ja, Apple Music einfach. Von daher, ich bin nicht angemeldet, ich habe auch kein Konto, wenn ich ehrlich gesagt bin. Ich wollte euch das nur mal demonstrieren, dass das hier geht. Wenn ich aber zum Beispiel jetzt in Spotify reingehe, habe ich hier meine ganz normale Playlist. Ja, wie installiere ich das? Und das ist ganz, ganz wichtig, da müsst ihr gut zuhören. Ihr bekommt hier eine kleine Anleitung dazu. Die blende ich euch mal ein hier, die fotografiere ich ab, blende ich euch ein. Und der erste Schritt im Prinzip ist, dass ihr das Teil auspackt. Wenn ihr das auspackt, sieht das im Prinzip ganz einfach aus. Ich zeige euch das mal, und zwar ist das hier. Das ist die Box. Carlink-Kit heißt das. Carlink-Kit ist, wie gesagt, Marktführer und die Jungs geben sich auch Mühe, versuchen das immer weiter abzudaten. Wir haben jetzt ein aktuelles Update vom 25.11. ausgerollt, womit nochmal so dieses Handling einfach verbessert wird. Das bedeutet, ihr kauft euch die Box. Das ist die hier. Das Kabel ist schon dabei. Das steckt ihr einfach bei euch hier in den, ja, wie nennt man das, USB-C-Port rein. Wenn ich jetzt das Loch wiederfinde, dann ist geil. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Könnt ihr auch dann ganz entspannt hier drinnen verstauen, legt es einfach rein. So, bevor ihr jetzt aber reinstartet und direkt das Teil auspackt und reinsteckt, ein wichtiger Hinweis. Zuerst bitte einfach mal die Box nehmen und an Stromnetz anschließen. Das bedeutet entweder bei euch irgendwie an eine USB-Buchse, USB-C-Buchse und so weiter. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr in euer Handy und wählt folgende IP-Adresse, die ich euch jetzt hier einblende. Die nehmt ihr ganz oben als Domäne, geht ihr rein und dann scrollt ihr runter und dann seht ihr erstmal, dass ein Software-Update verfügbar ist vom 25.11. Das installiert ihr. Das dauert dann ein bisschen seine Zeit. Ich sag mal so, ja, so 10 Minuten ungefähr. Wenn ihr das gemacht habt, ist euer Carlink-Kit up to date.
Das bedeutet, ihr bekommt auch immer mal Updates. Das heißt, schaut immer mal rein in die Update-Funktion über die IP-Adresse und ladet euch das aktuellste Update runter. Die Jungs entwickeln das immer weiter. Ich kann euch da gerne immer mal in meinen Newsfeed bei YouTube Infos geben, wenn es ein neues Update gibt oder so, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr schon mal 50% safe. Dann als nächstes, wenn ihr eure SIM-Karte habt, müsst ihr die SIM-Karte erstmal in euer Handy reinpacken. Warum? Ganz einfach. Es ist meistens so, wenn ihr eine neue SIM-Karte nehmt, dass da ein SIM-Pin drin ist. Das ist unvorteilhaft, wenn man das direkt dann hier in den SIM-Karten-Slot an der Seite reinsteckt. Das bedeutet, steckt es erstmal in eure iPhone rein und entsperrt das, dass ihr kein SIM mehr eingeben müsst, kein SIM-Pin. Dass ihr diese PIN-Funktion einfach deaktiviert und dann erst nehmt ihr das und steckt es im Prinzip hier rein. Ich will es jetzt nicht rausholen, ihr seht es ja hier drin, da habe ich es drin und dann hat dieses Teil jetzt Internet. Anschließend steckt ihr es wirklich hier in euer USB-C rein und verbindet es mit eurem Fahrzeug. Ich zeige euch jetzt genau wie. Nachdem ihr es eingestellt habt, geht ihr im Prinzip hier auf das Wi-Fi-Eigen. Ich mache jetzt mal WLAN aktivieren und dann sehen wir hier schon Auto. Ich habe das schon verbunden. Hier AutoKit, da bin ich jetzt drinne. Und dann ist ganz wichtig, dass ihr den Haken hier setzt. In Drive verbunden bleiben. Ganz einfach, steht auch nochmal in der Einleitung, warum. Wenn ich jetzt losfahren möchte, möchte ich, dass WLAN verbunden bleibt. Die neue Funktion gibt es ja und der automatisch immer Apple CarPlay laufen lässt und nicht dann irgendwie ins LTE-Netz umschwenkt oder so. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr hier unten hin, sucht entweder über das Menü den Browser hier drinne. Ich habe den schon als Shortlink hier direkt hier drinne und dann erscheint der so. Dann nehmt ihr folgende Domäne, die ich euch jetzt hier eintippe. http://testpush.com. Das seht ihr auch alles in der Anleitung. Bei mir ist das, wenn ich auf die Seite gehe, schon direkt mit Apple CarPlay verbunden. Warum? Ganz einfach, weil ich schon eingerichtet habe. Die Einrichtung ist aber sehr easy und in der Anleitung seht ihr auch alles genau beschrieben. Das bedeutet, wichtig ist aber, ihr müsst über den Browser reingehen, um an dieses Apple CarPlay zu kommen. Ganz einfach, weil ihr habt eine Verbindung jetzt mit dem Kit, also mit dem hier. Das ist jetzt direkt verbunden übers WLAN mit eurem Fahrzeug. Jetzt fragt ihr euch, ja, aber wie findet jetzt die Konnektion zu meinem Handy statt? Und das ist ganz einfach. Und zwar, wenn wir jetzt hier unten auf Bluetooth gehen, dann müsst ihr auf jeden Fall euer iPhone verbunden haben. Wenn das passiert ist, ist dieser Kreislauf vollendet. iPhone mit Fahrzeug, Fahrzeug mit Carlink-Kit, Carlink-Kit mit Browser, Browser gibt das Bild dann von Apple CarPlay. Ihr seht das dann auch hier im Handy, dass dann angezeigt wird, dass ihr Apple CarPlay nutzt. Und dann ist das im Prinzip schon vollendet. Das ist einfach Fakt. Das ist nicht schwer. Wenn wir jetzt mal rausgehen, pass mal auf, wir machen jetzt mal das Szenario, dass ich mit dem Handy rausgehe und wir dann wieder reinkommen. Und dann zeige ich euch, wie lange es dauert ungefähr, dass wieder Apple CarPlay ist. Also aktuell funktioniert es noch, ihr seht es hier. So, jetzt gehen wir mal raus und dann gehen wir wieder ins Auto rein und wir schauen mal, wie lange es dauert, ehe das sich verbindet. Ein paar Sekunden später. So, mein Auto steht da hinten, die Verbindung ist jetzt weg und wir gehen jetzt einfach mal zum Fahrzeug rein. So, ich setze mich jetzt mal rein und dann seht ihr im Prinzip diesen Bildschirm jetzt. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ach, ist schon da. Also es ging ultra schnell jetzt. Okay, das war jetzt ein sehr guter Zufall. Normalerweise dauert es immer mal, ich sag mal so 30 Sekunden oder sowas. Jetzt ist er schon direkt da. Wir gucken mal, ob es auch funktioniert. Ja, wir gehen mal auf die Karte. Die funktioniert auch. Alles super. Perfekt. Also das war jetzt ein glücklicher Zufall. Die Verbindung ist ultra schnell und das funktioniert auch. Achtet drauf, dass im Prinzip jetzt hier 4 Icons grün sind. Wenn die nicht grün sind, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Das bedeutet, ihr legt das jetzt einfach hier rein, macht den Schub zu und dann habt ihr ganz entspannt Apple CarPlay. Das ist eine geile Funktion einfach, gerade für Leute, die Apple Music haben wollen und so weiter. Oder auch einfach Apple CarPlay gewohnt sind und das gerne im Tesla haben möchten. Das ist ein Feature wirklich, was glaube ich da draußen noch nicht gibt. Mein Handy, wo ist mein Handy? Das ist hier, ganz entspannt in der Hosentasche drin. Die Frage jetzt, die sich vielleicht einige stellen, kann ich denn auch mehrere iPhones nutzen? Oder mehrere Handys einfach hier mit Apple CarPlay, das ist auch kein Problem. Wichtig ist nur, dass die im Prinzip hier als Gerät hinterlegt sind. Und automatisch greift das dann auf Apple CarPlay zu. Wenn ihr jetzt das nicht wollt, müsst ihr eins trennen und was ihr dann haben möchtet, dann einfach dazufügen und dann funktioniert es auch. Das heißt, mehrere iPhones können auch genutzt werden mit Apple CarPlay oder mit dem Carlink-Kit. Und was wollte ich euch noch sagen? Es kann manchmal sein, gerade zu Beginn, wenn ihr das Update mal vergessen habt zu installieren, dass eine Fehlermeldung im Browser kommt. Die blende ich euch gerade mal ein. Sollte das der Fall sein, habe ich einen Lösungsvorschlag für euch. Und zwar, ihr geht hier auf eure Einstellung, geht auf Service und dann scrollt ihr ein bisschen runter und da seht Browserdaten löschen.
Dann löscht ihr das alles und ist im Prinzip euer Browser resettet und dann macht ihr den Link oben einfach nochmal neu rein. So, und wenn das passiert ist, dann verbindet er sich neu. Bedeutet jetzt hier, habt ihr das auch gesehen, war jetzt kurz der Startbildschirm, das ist der Ladescreen, da braucht ihr nichts machen, wartet nur mal ein paar Sekunden und dann öffnet sich direkt auch Apple CarPlay und ihr könnt dann hier entspannt das Menü nutzen, was ihr gerne machen möchtet. Also das ist jetzt mein Hinweis, ich gucke jetzt nochmal auf mein Handy, ob ich was vergessen habe, euch mitzugeben. Eine Frage, die mit Sicherheit von euch jetzt kommt in den Kommentaren, kann ich dieses Carlink-Kit auch nutzen für ja, Model S und Model X, gerade auch die alten Modelle, die noch diesen, ich sag mal, vertikalen Bildschirm haben. Das ist auch kein Problem, das funktioniert mit allen Tesla-Modellen. Passt nur auf, wenn ihr das bestellt. Die Chinesen kopieren sich manchmal selber. Deswegen bestellt lieber bei einem offiziellen Store. Das Kit hat jetzt ein bisschen über 100 € gekostet. Bestellt bei einem offiziellen Store, den verlinke ich euch unten rein. Dann habt ihr auch kein Problem mit Kundensupport und so weiter. Es gibt schon mittlerweile Modelle da draußen, die sind einfach nur fake und werden kopiert, aber da funktioniert das Software-Update zum Beispiel nicht und so weiter. Von daher kauft lieber Original Carlink-Kit und über den Store, den ich euch da verlinke und dann ist gut. Ich habe mich jetzt mal angeschnallt. Warum? Ganz einfach. Eine Frage könnte auch sein, ja, funktioniert es denn wirklich während der Fahrt? Ja, es funktioniert, wenn ihr, wie gesagt, bei WLAN angehakt habt, das kleine Häkchen, dass ihr das auch während der Fahrt benutzen wollt. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar, Apple CarPlay ist aktiviert. Wir gehen jetzt einfach mal in D und dann fahren wir langsam los. Und da seht ihr auch, ich fahre jetzt und es funktioniert trotzdem, das ist kein Problem. Es bleibt aktiviert. Und das ist auch das Wichtige dabei. Ihr wollt ja nicht immer dann ja, neu umstellen oder sowas. Ihr kommt einfach dann, wenn das einmal eingerichtet ist, mit eurem Handy hierher, setzt euch rein, wartet vielleicht mal so 10 Sekunden und dann öffnet den Browser und automatisch ist über die Website das verbunden. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, den Error, den habe ich euch gezeigt. Falls der kommen sollte, Browserdaten zurücklöschen und dann funktioniert es auch wieder. Und ansonsten, Leute, ich wüsste jetzt nicht, was ich euch noch sagen sollte. Apple CarPlay funktioniert im Tesla. Wenn man Bock drauf hat, holt es euch. Wer keinen Bock drauf hat, der, was ich auch verstehe, weil ich brauche es theoretisch nicht, weil ich Spotify habe. Wer keinen Bock drauf hat, das verstehe ich auch vollkommen. Und von daher schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Und ich wünsche euch ansonsten eine schöne Zeit. Das ist ein kurzes Video, ein knackiges Video. So muss es sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.